Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Auf dem Weg in die Schweiz, glaube ich noch. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, wir sind auf dem Weg. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village, with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Eine motivierende Ansprache, Mensch. Der gute Sherlock. Ist der Clan von Cthulhu etwa in der Schweiz? Also gar nicht am Wasser? The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Spiele ich jetzt als Watson oder als Sherlock? Das ist jetzt die Frage. Warum geht Sherlock nicht rein? Kapitel 3. Der Hort des Wahnsinns. The Mountains of Madness. Heilanstalt. Heilanstalt. Junge, Junge, Junge. Oh, wir spielen tatsächlich Dr. Watson. Ein Besucher aus dem Weltraum. Glühender Meteorit in Arkham eingeschlagen. Okay. Die Zeitung ist doch wohl fake. I cannot wait to see her. My daughter receives the finest treatment money can buy. Untersuchungsraum. No visitors are allowed through here. Professor's orders. Besucher haben keinen Zutritt. Ja, gut, dass ich Arzt bin. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson, we received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Ich möchte mich hier nur umsehen. Das ist richtig. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself.
My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Dieser Mann ist ein Betrüger. Dieser Mann ist berühmt. Dieser Mann ist ein Betrüger. That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lines you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my lab. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Zwei Hinweise aktualisiert. Junge. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Sind sie wie ich reinmarschiert oder hat man sie hierhin verschleppt? Ist die Frage. Weil die Zellen sind ja barbarisch hier. Okay, 1, 2, 4 und... Boah, keine Ahnung. Das erste ist auf jeden Fall 1. Das hier hätte ich 4 gesagt. 2 und das hier 1. 2. Nein. Die in der Mitte sind noch nicht ganz fertig. Das hier 1 tiefer, das hier 2 höher. Geht doch. Öffnen. Sehr gut. A truncheon, not the typical tool for a nurse. Schlagstöcke. Junge, was ist das hier für eine Heilanstalt? Durchgangszelle. Ermittlungsort gefunden. Trakt A. Das ist ja hier gruselig. Untersuchungsraum. Medikamentenraum, okay. Was haben wir denn hier für Medikamente? 0 von 3.
The final product, ready to cure madness or to push one deeper into its grasp. Any chemist would envy the quality of this equipment. Jeder Chemiker wäre neidisch auf dieses Equipment, ja, um Drogen herzustellen wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, was ist hier noch von Belang? Hier. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Damit kann man jedes Medikament herstellen. Cool. Patienten von Trakt A. Patient Elois K. Diagnose Dermatillomanie. Anmerkung: täglich die Nägel schneiden, nicht die Hände von den Fesseln lösen, selbst wenn sie nicht aufhören zu schreien. Patient Mauricio H. Diagnose Manie, Dissoziation. Anmerkung: nach dem Vorfall mit den Pflegern wurde ein einwöchiges Heilfasten verordnet. Josephine erwähnen, damit er umgänglicher ist. Patient Mariana W. Diagnose Hysterie. Anmerkung: die Dosis so lange erhöhen, bis sie ihr Kind vergessen hat. Selbst starke Benommenheit ist unter diesen Umständen hinnehmbar. Patient Nils J. Diagnose unbekannt. Nervenzusammenbruch. Anmerkung: keine Besuche erlaubt. Alle für den Patienten eingehenden Briefe sind zu vernichten. Okay, hier, Spritzen. Very sturdy. I might borrow it. Ja, dann nimm sie doch mit. What was that? Is someone there? I'm sure I heard something. Ich glaube, ich dürfte mich nicht erwischen lassen hier. Hannes Winkler. Lionel Reichert. You there! Du da. I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Mauricio. Ich bin der große Napoleon. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Mauricio. Dann will ich euch nicht weiter stören, mein Kaiser. Aurelia Kaleidian. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Felicia Hung. Lagerraum. Dann wollen wir uns mal im Lagerraum umsehen. Oh, sogar ein vierstelliges Schloss. Junge, Junge, Junge. Also, ich schätze mal 3 oder 4. Eher 4. Dann 3. Und dann 2, dann 3. Dann 1. Mal probieren. Ah, da fehlt jeweils noch 1. Okay.
Geht doch. Was haben wir hier? A Zertifikat. certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Mhm. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Mitteilung von Professor Becker. Professor Gygax. Ich habe starke Verätzungen an meiner Hand davongetragen. Letztendlich die Folge ihrer unentschuldbaren Vorgehensweise bei Gerards Behandlung. Meine darauffolgende Sitzung mit ihr endete, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Die arme junge Frau war so verängstigt, dass sie sich weigerte, mit mir zu reden. Als ich versuchte, irgendwie zu ihr durchzudringen, begann sie damit, wild um sich zu schlagen. Dabei verschüttete sie eine chemische Substanz, die auf meine Hand geriet. Was sie Gerda angetan haben, wird sich nicht wiederholen. Sie sollten wissen, dass ich ihre Behandlungsmethode für die reinste Barbarei halte. Wenn Sie, wie Sie so kühn behaupten, eines Tages an der Spitze meines Instituts stehen wollen, müssen Sie meinen hohen Anforderungen gerecht werden. Enttäuschen Sie mich nicht. Noch einmal, Professor Becker, Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Tubes of varying diameters. Interesting. R.G. Hill, Dr. Connolly, it appears that all the psychiatric classics were banished here. John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Trophäe erhalten, Gedankenmanifestation. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Was haben wir hier? This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Looks like it's still operational. Ach, hier ist auch so ein Gemälde, ne? Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Mr. Vogel wäre hoch erfreut. Ja, der Vogel, den kennen wir doch aus einem der vorherigen Fälle. Viele neue Informationen hier. Ermittlungen im Institut. Der Fall eines vermissten Bediensteten mündete letztendlich in umfassenden Ermittlungen zu systematischen Massenentführungen. Die Spur von Dirty Summers und den entführten Personen brachte uns in das Schweizerische Institut Schwarzes Edelweiß, das auf Geisteskrankheiten und Suchtverhalten spezialisiert ist. Die von Professor Keller im Jahr 1789 gegründete Heilanstalt wird nun von Professor Gygax geleitet. Watson besucht in der Heilanstalt. Haben wir irgendwelche Sachen hier schon? Okay, Zugang zur Trakt Block D. B blockiert. Metallrohre. Spritzen. Wie kann der Pfleger von Trakt B außer Gefecht gesetzt werden? Tja, es fehlt noch. Eine Sache fehlt noch. Aurelia Kaleidian.
I command you to let me out! Ich befehle dir, mich rauszulassen. Oh, ich kann auch hier lang. Ja, super. Das habe ich nicht erwartet, dass man auch hier lang kann. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. I'd rather not sit in this chair ever again. In diesem Stuhl will ich nicht noch einmal sitzen. Ja, das glaube ich dir sogar. Schwarzes Vorweis, oder was steht This da? sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. Eine gewisse Verträglichkeit antrainieren. Wie will er das machen? Ach, hier sind wieder die Macher. Wieder ein Easter Egg hier. Die Entwickler von dem Spiel. Cool. Die haben sich überall versteckt. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Blockiert. Weg nach oben. Okay. Flasche mit Beruhigungsmitteln. Jawohl. Mit einem provisorischen Blasrohr Zugang zu Trakt B blockiert. Ich könnte den Pfleger mit Hilfe eines provisorischen Blasrohrs aus sicherer Entfernung betäuben. Vielleicht eignet sich ja eines der Rohre aus dem Lagerraum dafür. Warte mal. Ich müsste das jetzt hier markieren wahrscheinlich, ne? Jawohl. This should suffice. Ermittlung abgeschlossen. Tada! Und gute Nacht. Interessant, dass er nicht auf den Rücken gefallen ist, ne? Auf die Spritze. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Jetzt bin ich verkleidet auch noch. Ja, super. Oh, was ist das denn hier? Noch mehr Beruhigungsmittel? Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Aha, dieselbe Substanz. Was ist das Rote da? Brief an Mr. Schnitzer. Herr Schnitzer, ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass Ihr Sohn bei uns in guten Händen ist. Seine unverhofft aufgetretene psychische Störung ist in unserem Institut behandelbar. Gewiss liegt Ihnen das Wohlergehen Ihres Sohnes ebenso am Herzen wie mir und ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zu raschen Heilerfolgen führen werden. Die Unterbringung unserer Arzneimittel in Ihrer Lagerhalle ist dabei von großer Wichtigkeit. Wenn es Ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit der Behörden von dieser kostbaren Fracht abzulenken, steht einer baldigen Genesung Ihres Sohnes nichts im Wege. Und Sie werden ihn wieder gesund und munter in die Arme schließen können. Mit freundlichen Grüßen, Professor Gygax. Ein Erpresserbrief. Wer hätte das gedacht? Okay, was sind das hier für Zellen?
away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Okay. They Gerda. took you away, and I'll never forgive them. Nur für Befugte. Ermittlungsort gefunden. Das sind ganz viele Leute, Mensch. Was beobachten das da? Okay, also ist das da mein Ermittlungsort? Dann gehe ich mal schnell dahin. Wäscherei. Höllenpforte. Was wird denn hier verbrannt? Fabric burnt in the furnace. Verbrannter Stoff. Mhm. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Gewand aus Nordafrika, okay. The garments of several dozen people at least. Kleidung dutzender Personen. Oh, was ist das denn? Eine Puppe. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. I will make them pay for what they did to Heidi. Ich habe Heidi gefunden. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. You should thank the man, don't you think? Warum sind Sie hier? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Kennen Sie Professor Becker? Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Okay. Wo sind die ausländischen Patienten? Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Was wissen Sie über Professor Gygax? Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Okay. I shall leave you two to get reacquainted. Vielen Dank, Gerda und Heidi. Wo geht's hier hin? Nur für Befugte. Och, ich bin jetzt befugt. Ich darf jetzt alles machen. Was haben wir denn hier? Auf Georgisch geschrieben. Auf Georgisch geschrieben, okay. Medizinische Versuchsergebnisse N4. Alter, junger Erwachsener, Geschlecht männlich.
Nationalität niederländisch. Ergebnis: eine willensschwache Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnungen zu tun, was man ihr sagt. Kräftige Statur, daher folgende Dosierung angewandt: 0,4 Milligramm. N5, alter Erwachsener, Geschlecht männlich. Nationalität rumänisch. Ergebnis: die Versuchsperson leistete wiederholt Gegenwehr, weswegen im Vorfeld eine Verabreichung herkömmlicher Beruhigungsmittel nötig war. Sobald sich die Person beruhigt hatte, reichte die Minimaldosierung aus: 0,2 Milligramm. N6, alter junger Erwachsener, Geschlecht männlich. Nationalität Ainu. Ergebnis: aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der schmächtigen Statur reichte eine geringe Dosierung aus: 0,2 Milligramm. N5, alter junger Erwachsener, Geschlecht männlich. Nationalität Maori. Ergebnis: aufgrund unverständlicher Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der überdurchschnittlichen Größe war eine entsprechende hohe Dosierung nötig: 0,8 Milligramm. Zusammenfassung: alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Sprache gefügig. Weitere Versuche sind erforderlich. Und natürlich wieder diese Medizin hier. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Alle unter Drogen gesetzt. Hier ist auch etwas. Etwas ragt heraus. Kann man das rausziehen? Ein Kruzifix oder sowas? An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Und da bin ich gekommen wahrscheinlich, ja. Was haben wir denn hier? Blut. Von oben aufgeschlagen. Okay. Hier ist auch Blut. Verfärbung. Starke Chlorgeruch. Starker Chlorgeruch, okay. Das könnte natürlich er sein, ja. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Was ist das da drin? Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Jemand war tagelang eingesperrt, ja. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Wie Tiere eingepfercht hier in den Kisten. Da ist etwas. The kidnappers even provided airflow. How generous. Wie großzügig, ja. Da ist etwas. This is the same design as the one from London. Sieht genauso aus wie dieser Anhänger. Was prolonged and perilous. Beschwerlich und lebensgefährlich, dass die das überhaupt überlebt haben in den Kisten hier. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Eine lange Reise hinter sich. Oha. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Kratzer, abgebrochene Fingernägel.
Okay, gehen wir mal weiter. The doors can be opened for deliveries. Ja. The carriages were backed through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Zeit, die Höllenpforte zu finden. Kann ich hier durch die Tür? Wahrscheinlich nicht, ne? The doors can be opened for deliveries. Eine Liste mit Patienten und ihren Diagnosen. Ermittlungen im Institut. Der Fall eines vermissten Bediensteten mündete letztendlich in umfassenden Ermittlungen zu systematischen Massenentführungen. Die Spur von Dirty Summers und den entführten Personen brachte uns in das Schweizerische Institut Schwarzes Edelweiß, das auf Geisteskrankheiten und Suchtverhalten spezialisiert ist. Die von Professor Keller im Jahre 1789 gegründete Heilanstalt wurde nun von Professor Gygax geleitet. Die Ausländer müssen nach kurzem Aufenthalt in den Zellen durch eine geheime Tür gebracht worden sein, die sich wohl irgendwo in der Nähe des Hintereingangs befindet. Und genau die suchen wir jetzt. Geheimtür. Kann sie mir noch mal I helfen? was so scared I'd lost you, Heidi. Oder auch nicht. Wieso kann ich mit denen nicht sprechen? Also er wird mir markiert. Aber ich kann nicht zu ihm hin. Darn. No way I can get past him without being noticed. Jetzt ist die Suche nach dem Geheimgang. Hier, My Napoleon. comrades in Paris shall hear about this. Das ist die Frage, wo ist dieser Geheimgang?
I didn't know what to do without you. Die werden mir jetzt zum Beispiel auch angezeigt, okay? Aber ich kann sie nicht ansprechen. Wäscherei. Ist hier in der Wäscherei irgendwas Auffälliges? Nichts, was man so sieht. Was ist das? Kratzer. Scratches. Something has been moved through here. Runde Vertiefung. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Die Kratzer auf dem Boden vor der Wand müssen aus einem bestimmten Grund hier sein. In der Wand befindet sich eine Vertiefung. Es handelt sich dabei definitiv um eine Art Schlüsselloch. Allerdings helfen Dietrich hier nicht weiter. Jetzt. Wie gelange ich an den Schlüssel für die Höhlenpforte? Rachsüchtige Patientin. Watson Besuch in der Heilanstalt. Funktionsfähiger Speiseaufzug. Medizinische Versuchsergebnisse. Gerdas Ausführung. Patient von Trakt A. Heidi. Funktionsfähiger Speiseaufzug. Das ist gut. Patient von Trakt A. Vielleicht. Watson Besuch bei der Heilanstalt. Watson ist auch richtig. Gerdas Ausführungen. Auch nicht. Brief an Mr. Schnitzer. Auch nicht. Medizinische Versuchergebnisse. Auch nicht. Jetzt bleibt nur noch das Foto. Auch nicht. Also. Wie gelange ich an den Schlüssel für die Höllenpforte? Ich frage mal Gerda. Vielleicht kennt sie sich damit aus. I will make them pay for what they did to Heidi. Wie öffnet man die Höllenpforte? I found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please. I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Heidi. Gerda erwähnte eine gewisse Heidi. Diese muss offenbar unvorstellbar Grausamkeiten über sich ergehen lassen. Ich sollte die Augen ausgestochen
und die Hände abgeschnitten worden sein. In der Wäscherei fand ich eine Puppe namens Heidi. Gerda hat ihre Puppe zurück, allerdings beharrt sie darauf, dass nur Heidi die Geheimnisse des Instituts kennt. Ich werde wohl keine Auskünfte erhalten, solange Gerdas Puppe nicht repariert ist. Für die Reparatur wird Folgendes benötigt. Und das ist nicht gerade wenig. 2 Knöpfe, Faden, Klebstoff, Nägel. Faden. Langer Faden. Sehr gut. Lose Knöpfe. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch Klebstoff und Nägel. Kann man hier nicht Klebstoff selber herstellen hier? Nägel habe ich auf jeden Fall in dem Raum gesehen hier. Genau in dem Raum. Klebstoff auch, super. Bauklebstoff. Ja, damit Nägel. Etwas rostige Nägel. Ja, nehmen. Hat dir mein Video gefallen, dann würde ich mich über ein Like freuen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Goethe, I have a couple of questions. Yes, Shut your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Konsequenzen haben, oha. Über was soll Heidi etwas sagen? Blockiert der Weg nach oben. Sie langweilen uns. Ja, Look, Gerda, the man is insane! The professor would treat him like she treated us! Das ist gruselig. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Alte Fotografie. Ermittlungen im Institut. Medizinische Versuchsergebnisse. Geheimnisse des Instituts. Rachsüchtige Patienten. Heidi, there are things I need some clarity on. Gerdas Ausführung. Heidi, there are things I need some clarity on. Brief an Mr. Schnitzer. Heidi, there are things I need some clarity. Das ist für mich hier ein Ratespiel. Medizinische Versuchsergebnisse. Heidi, there are things I need some clarity on. Ermittlungen im Institut. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Geheimnisse des Instituts. You're so dull! Dull! Look, Gerda, the man is insane! The professor would treat him like she treated us! Heidi, there are things I need some Das clarity on. ist ja wohl Katastrophe, ey. Heidi, there are things I need some clarity. So, ich muss ja wieder die erste Antwort auswählen, ne? Medizinische Versuchsergebnisse, bla bla bla.
I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way... Blockierter Weg nach oben. Die Türen nach oben sind abgeschlossen. You're so dull! Dull. Ah, schon wieder. Heidi, there are things I need some clarity. Ja, ich brauche Klarheit. Ich auch. Ach Mensch, Mann, du machst mich fertig hier. Heidi, there are things I need some clarity. I found Hell's Door, but it's locked. Ermittlungen im Institut, ja. Gerdas Ausführungen. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again! Heidi. Alte Fotografie, eine von Zahlen der Zeit gezeichnete Fotografie der Belegschaft. Your teeth will make a fine Ah, das war das Falsche, ey. Look, Gerda! Heidi, there are things I need some... You bore us. Look, Gerda! Heidi, there are things I need some clarity on. I found Hell's Door, but it's locked. Also Ermittlungen im Institut. Dann Gerdas Ausführung. That's not true. You, Gerda, told me that So, und jetzt folgt Mitteilung von Professor Becker. Rachsüchtige Patienten. Heidi war scheinbar falsch. Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax, of course. Thank you, Gerda. Heidi, I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Gruselig. Heidi und die Höllenpforte. Watson könnte ihn suchen und Watson um Hilfe bitten. Watson hält sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Gygax Büro auf. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezialschlüssel zu gelangen und ihn mit Hilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Wie kann ich Watson um Hilfe bitten? Funktionsfähiger Speiseaufzug, jawohl. Und Watson um Hilfe bitten. Jawohl. Beides falsch. Blockierter Weg nach oben. Rachsüchtige Patient. Oh, beides richtig. Ein Ablenkungsmanöver mit Hilfe eines Patienten. Watson um Hilfe bitten. Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus seiner Zelle lasse, könnte das für so viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalten, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen.
Und wie wir das bewerkstelligen, erfahren wir dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich verabschiede mich schon mal. Ciao, tschüss, euer Nightkid.